Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Jack, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Energie sprechen. Sprichst du gern über Energie? Ja, das tue ich. Energie ist sehr wichtig für unsere Welt. Über welche Art von Energie möchtest du sprechen? Ich möchte über Windenergie, Kernenergie und saubere Energie sprechen. Weißt du etwas über diese Arten von Energie? Ja, ich weiß ein wenig über Windenergie und Kernenergie. Ich denke, saubere Energie bedeutet Energie, die gut für die Umwelt ist. Das ist richtig. Saubere Energie ist Energie, die die Luft oder das Wasser nicht verschmutzt. Sie hilft, unseren Planeten zu schützen. Ich denke, Windenergie ist ein gutes Beispiel für saubere Energie. Da stimme ich zu. Windenergie kommt vom Wind. Wir nutzen Windturbinen, um den Wind in Elektrizität umzuwandeln. Der Wind ist kostenlos und erzeugt keine Verschmutzung. Ja, Windturbinen sind hoch und haben große Rotorblätter, die sich drehen, wenn der Wind weht. Sie sind oft in offenen Feldern oder auf Hügeln zu sehen. Ich habe viele Windturbinen auf meinem Weg ins Umland gesehen. Sie sehen sehr interessant aus und machen die Luft frisch. Windenergie ist sehr wichtig, weil sie hilft, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl verschmutzen die Luft und verursachen den Klimawandel. Das stimmt. Die Nutzung von Windenergie kann uns helfen, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Aber ich möchte auch mehr über Kernenergie wissen. Ist Kernenergie sauber? Kernenergie ist anders als Windenergie. Kernenergie kommt aus Atomen. Wir nutzen Kernkraftwerke, um Elektrizität zu erzeugen. Sie produziert keine Luftverschmutzung wie fossile Brennstoffe, hat aber andere Probleme. Welche Probleme gibt es bei der Kernenergie? Kernenergie produziert radioaktiven Abfall. Dieser Abfall ist sehr gefährlich und muss lange gelagert werden. Wenn es einen Unfall in einem Kernkraftwerk gibt, kann das sehr ernst sein. Ich verstehe. Während Kernenergie also helfen kann, die Luftverschmutzung zu reduzieren, hat sie Risiken, die wir berücksichtigen müssen. Ja, deshalb sind einige Menschen unsicher, ob Kernenergie eine gute Wahl ist. Sie machen sich Sorgen um Sicherheit und Abfall. Ich denke, Windenergie ist sicherer als Kernenergie. Windenergie hat nicht die gleichen Risiken. Sie ist sehr sauber und erneuerbar. Genau, Windenergie ist erneuerbar, was bedeutet, dass wir immer Wind haben werden, solange die Sonne scheint und die Erde sich dreht. Ich mag die Idee, Energie zu nutzen, die dem Planeten nicht schadet. Saubere Energie ist sehr wichtig für unsere Zukunft. Da stimme ich zu. Wir müssen saubere Energie nutzen, um unsere Umwelt zu schützen und sicherzustellen, dass zukünftige Generationen einen gesunden Planeten haben. Was sind einige andere Arten von sauberer Energie neben Windenergie und Kernenergie? Es gibt viele Arten von sauberer Energie. Zum Beispiel kommt Solarenergie von der Sonne. Wir nutzen Solarpanels, um Sonnenlicht in Elektrizität umzuwandeln. Ich habe Solarpanels auf Dächern von Häusern gesehen. Sie sehen sehr modern aus und helfen, Energie zu sparen. Ja, Solarenergie ist sehr beliebt. Eine andere Art von sauberer Energie ist die Wasserkraft. Diese kommt von Wasser. Wir nutzen Flüsse und Staudämme, um Elektrizität aus fließendem Wasser zu erzeugen. Ich mag Wasserkraft auch.
Sie ist sehr sauber und verschmutzt die Luft nicht. Das stimmt. Es gibt auch andere Ideen für saubere Energie, wie Geothermie, die von der Wärme im Inneren der Erde kommt, und Biomassenergie, die von Pflanzen und organischen Materialien stammt. Es gibt so viele Möglichkeiten, saubere Energie zu erzeugen. Ich denke, es ist wichtig, verschiedene Arten von Energie zu nutzen, um unseren Bedarf zu decken. Ja, eine Mischung aus sauberen Energiequellen ist ein guter Plan. Dadurch wird unsere Energieversorgung zuverlässiger und hilft, die Verschmutzung zu reduzieren. Ich möchte mehr darüber lernen, wie Windenergie funktioniert. Kannst du mir das erklären? Klar, wenn der Wind weht, drückt er die Blätter einer Windturbine. Die Blätter drehen sich und treiben einen Generator im Inneren der Turbine an. Dieser Generator erzeugt Elektrizität. Das klingt einfach und effizient. Brauchen Windturbinen viel Platz? Ja, Windturbinen brauchen Platz, aber sie können in offenen Bereichen wie Feldern, auf Hügeln oder sogar offshore im Meer gebaut werden. Ich habe Offshore-Windparks gesehen. Die Turbinen werden im Meer platziert, wo der Wind stark ist. Offshore-Windparks sind sehr effektiv, weil der Wind über dem Wasser oft stärker und konstanter ist. Ich denke, Windenergie ist eine sehr gute Lösung für viele Länder. Sie ist sauber, erneuerbar und sicher. Da stimme ich zu. Viele Länder investieren in Windenergie, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen. Wie sieht es mit den Kosten für Windenergie aus? Ist es teuer, Windturbinen zu bauen? In der Vergangenheit war der Bau von Windturbinen teuer, aber jetzt sind die Kosten viel niedriger. Die Technologie hat sich verbessert und viele Menschen nutzen Windenergie, weil sie erschwinglich ist. Das ist gut zu hören. Wenn Windenergie erschwinglich ist, werden mehr Menschen sie nutzen. Ja, und wenn mehr Menschen Windenergie nutzen, hilft das, die Umwelt zu schützen und Arbeitsplätze im Bereich der sauberen Energie zu schaffen. Ich finde die Idee, dass saubere Energie auch Arbeitsplätze schaffen kann, gut. Das ist gut für die Wirtschaft und gut für den Planeten. Absolut. Saubere Energie ist die Zukunft. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, erneuerbare Energiequellen zu unterstützen. Ich habe eine Frage. Kann Windenergie mit anderen Arten von Energie zusammenarbeiten? Ja, Windenergie kann mit Solarenergie, Wasserkraft und sogar Kernenergie kombiniert werden. Die Nutzung verschiedener Energiearten zusammen macht unsere Energieversorgung stabiler. Das ist interessant. Ich denke, eine Mischung aus Energiequellen ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass wir genug Energie haben, ohne die Umwelt zu schädigen. Da stimme ich zu. Jede Art von Energie hat ihre eigenen Vorteile und Herausforderungen, aber das Zusammenarbeiten macht unser Energiesystem stärker. Ich möchte mehr über die Sicherheit von Windenergie wissen. Sind Windturbinen sicher? Ja, Windturbinen sind sehr sicher. Sie sind so konstruiert, dass sie starken Winden und Stürmen standhalten. Selbst bei schlechtem Wetter verursachen sie normalerweise keine Probleme. Das ist gut zu wissen. Ich habe gehört, dass einige Menschen sich über den Lärm von Windturbinen sorgen. Stimmt das? Einige Windturbinen können ein niedriges Geräusch erzeugen, wenn die Blätter durch die Luft bewegen, aber viele Menschen sagen, dass der Klang nicht sehr laut ist. Es ist leiser als ein Auto oder ein Kühlschrank. Ich denke, die Vorteile der Windenergie überwiegen bei weitem jeglichen kleinen Lärm. Windenergie ist sauber und verschmutzt nicht.
Ja, und die visuelle Auswirkung von Windturbinen ist auch eine Frage der persönlichen Meinung. Einige Menschen finden sie schön und modern, während andere sie vielleicht nicht mögen. Ich habe Windfarmen im Umland gesehen. Ich finde, sie sehen interessant aus und zeigen, dass wir saubere Energie nutzen. Ich sehe das genauso. Windfarmen sind ein Zeichen des Fortschritts und des Engagements für eine sauberere Zukunft. Wie sieht es mit der Zukunft der Windenergie aus? Wird sie weiter wachsen? Ja, ich glaube, dass Windenergie in der Zukunft wachsen wird. Viele Länder planen, mehr Windfarmen zu bauen und in neue Technologien zu investieren. Das ist sehr ermutigend. Ich möchte mehr Projekte für saubere Energie in meinem Land sehen. Viele junge Menschen wie wir interessieren sich für saubere Energie und möchten dem Planeten helfen. Ich denke, wir werden in den kommenden Jahren viele neue Ideen und Projekte sehen. Ich stimme zu. Die Zukunft sieht für saubere Energie hell aus. Es ist unsere Verantwortung, diese Projekte zu unterstützen und mehr darüber zu lernen. Ich freue mich, dass wir über diese wichtigen Themen sprechen können. Das hilft mir, die Welt besser zu verstehen. Ja, über Windenergie und saubere Energie zu sprechen, macht mich optimistisch. Wir können alle etwas tun, um die Erde zu schützen. Was können wir als Einzelne tun, um saubere Energie zu unterstützen? Wir können mehr über Energie lernen, weniger Strom verbrauchen, recyceln und saubere Energieprojekte in unserer Gemeinde unterstützen. Ich versuche auch, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, anstatt mit dem Auto zu fahren. Das hilft, die Verschmutzung zu reduzieren. Jede kleine Handlung zählt. Wenn viele Menschen kleine Dinge tun, macht das einen großen Unterschied. Ich glaube, dass Bildung sehr wichtig ist. Wir müssen unseren Freunden und unserer Familie die Vorteile von sauberer Energie näherbringen. Ja, ich möchte teilen, was ich über Windenergie und andere saubere Energiequellen gelernt habe. Es ist wichtig, dass jeder weiß, dass wir dem Planeten helfen können. Ich bin froh, dass wir heute dieses Gespräch hatten. Ich fühle mich informierter und positiver in Bezug auf die Zukunft. Ich fühle mich genauso. Über saubere Energie zu sprechen, gibt mir Hoffnung und motiviert mich, mehr zu lernen. Danke, Jack, für dieses schöne Gespräch über Windenergie, Kernenergie und saubere Energie. Ich habe unsere Diskussion sehr genossen. Danke, Emma. Ich spreche immer gerne mit dir. Du machst das Lernen von Deutsch Spaß und interessant. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über Energie und andere wichtige Themen sprechen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Lass uns weiterhin lernen und Ideen austauschen. Auf Wiedersehen, Jack. Hab einen tollen Tag. Auf Wiedersehen, Emma. Bis zum nächsten Mal. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.